Millionen Filipinos unterstützen Rodrigo Duterte noch heute. In Davao, wo ich vor 2 Wochen war, feiern sie ihn wie einen Helden. Gleichzeitig sitzt er vor dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag, angeklagt wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Also was stimmt? War er ein brutaler Autokrat? Oder erleben wir hier eine neue Form westlicher Einmischung, die man eigentlich nur als Neokolonialismus bezeichnen kann? Und vor allem, wer entscheidet eigentlich, wie ein Land mit seinen Drogenproblemen umgeht? Mit diesen interessanten und wichtigen Fragen zu den Philippinen wollen wir uns einmal in diesem Video auseinandersetzen. Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Wir veranstalten regelmäßig unsere Seminar- und Erlebnisreise Auswandern in die Philippinen, wo wir uns nicht nur konkret mit Steuerfragen auseinandersetzen, wie beende ich den Wohnsitz in Deutschland, wie kann ich die Steuerfreiheit in den Philippinen sinnvoll nutzen, sondern wo wir dir auch ganz konkret die Stadt Davao, Immobilien, die wunderbare Natur zeigen werden. Diese Reise führen wir regelmäßig durch. Termine auf unserer Webseite, Link dazu in der Beschreibung zu diesem Video. Und wenn du früh genug buchst, dann kannst du mit dem Discount-Code DAVAO15, packe ich auch nochmal in die Beschreibung dieses Videos rein, 15% Rabatt auf die Reise bekommen. Ich würde mich freuen, auch dich dort in Davao begrüßen zu dürfen und dir dieses wunderbare Land näher zu bringen, möglicherweise als Basis eben für deinen Plan B, als weiteres Domizil, als Steuerdomizil oder sogar als deinen Wohnsitz. Ich weiß nicht, ob du es mitverfolgt hast, aber der ehemalige Präsident der Philippinen, der 80-jährige Rodrigo Duterte, gleichzeitig auch der gewählte Bürgermeister von Davao City, er steht momentan beim Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag vor Gericht. Das Verfahren beginnt jetzt gerade. Ihm werden Verbrechen gegen die Menschlichkeit vorgeworfen, deswegen, weil er ja einen kompromisslosen Krieg gegen Drogendealer während seiner Amtszeit in den Philippinen ausgetragen hat. Dort sind Tausende, manche sagen Zehntausende getötet worden. Die meisten von ihnen natürlich Drogendealer, aber jetzt nicht die ganz großen Fische, sondern meistens eigentlich Kleindealer und auch andere Personen, die verdächtigt wurden, mit dem Drogenhandel irgendwie in Verbindung zu stehen. Ihm wird vorgeworfen, dass sich dabei um willkürlichen Massenmord sozusagen handelte, ohne Gerichtsverfahren, ohne einen sauberen Prozess. Hier mal ein aktueller Artikel aus dem Guardian zu dem Stand des Verfahrens aktuell in Den Haag. Das ist vom 23. Februar 2026. Duterte refuses to attend ICC pre-trial hearing as former Philippine leader's drug war case begins. Duterte, 80, is accused of crimes against humanity over an anti-drugs crackdown in which thousands of people were killed in the Southeast Asian country. The pre-trial hearing for former Philippine leader Rodrigo Duterte for his alleged role in a deadly drug war is set to begin at the International Criminal Court on Monday, despite his refusal to attend the proceedings. Also er hat sich geweigert, an dem Gerichtsverfahren teilzunehmen. Er wurde ja im März 2025 unter dubiosen Umständen verhaftet und nach Den Haag gebracht. Jetzt sagt er offensichtlich, er kann nicht an dem Verfahren teilnehmen, denn er wäre alt, müde und schwach. Nun, er ist wie gesagt 80 Jahre alt. Außerdem würde er unter Gedächtnisverlust leiden. Er sagt, the claim that I oversaw a policy of extrajudicial killings is an outrageous lie. Also die Behauptung, dass er die Polizei und Killertrupps beauftragt hat, dort willkürlich angebliche Drogendealer zu töten, das wäre eine Lüge. Families of the victims who have long waited for Duterte to face justice have accused the former president of cowardice. Opferfamilien, also Familien jener, die getötet wurden, beschuldigen den Präsidenten der Feigheit. He should face everything he did to us and to families of the other victims, sagt hier eine Frau, Sarah Callis. Also ihm soll es jetzt nicht besser gehen als den Opfern, die wir zu beklagen haben. 2 ihrer Söhne wurden getötet in 2017. Damit man diesen Fall verstehen kann, ich bin in den Philippinen schon fast 20 Jahre geschäftlich aktiv, muss man natürlich die Philippinen kennen, muss man die gesellschaftlichen und politischen Strukturen verstehen. Die Philippinen waren ja lange unter spanischer Herrschaft, mehr als 300 Jahre. Dann sind sie unter amerikanischer Herrschaft gekommen. Deswegen haben sie eben das amerikanische Präsidialsystem auch. Der Präsident ist also sehr mächtig. Er hat aber immer nur eine Amtszeit. Er kann nicht zweimal antreten. Duterte war Präsident der Philippinen von 2016 bis 2022. Davor war er Bürgermeister der Stadt Davao. Davao ist die flächenmäßig größte Stadt in den Philippinen. Sie liegt im südlichen Teil des Landes. Duterte hat Davao zu einer der sichersten Städte in den Philippinen gemacht. Davao ist auch die Stadt, wo wir unsere Basis in den Philippinen haben. Ich war jetzt erst vor kurzem wieder da. Du kannst in jeder Straßenecke Menschen sehen, Filipinos sehen, die dort mit
mit ihren Handys stehen, die Gedanken verloren in ihre Handys reinschauen, die sich nicht davor fürchten müssen, anders als in Manila oder auch in London übrigens, dass dir letztlich das Handy von einem Dieb aus der Hand gerissen wird, der dann vielleicht mit einem Motorrad oder sowas abhaut. Davao ist der sicherste, gilt als eine der sichersten Großstädte in Asien. Ich kann das absolut nur so bestätigen. Duterte war natürlich ein Law-and-Order-Mann. Es ist zum Beispiel in Davao so, dass nach 0 Uhr kein Alkohol mehr ausgeschenkt werden darf. Auf Basis dieses großen Erfolges in Davao, dass er dort so richtig aufgeräumt hat, wurde er dann zum Präsidenten gewählt. Er war wahnsinnig beliebt. Er ist auch heute noch sehr beliebt. Das heißt, auch diese Verhandlungen hier vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag haben seine Beliebtheit keinen Abbruch getan. Es wird immer wieder in der westlichen Presse so dargestellt, als hätte es unter ihm eine Schreckensherrschaft gegeben und die gesamte Bevölkerung hätte in Angst gelebt. Das ist absoluter Quatsch. Das ist absolut total nicht so. Ein Großteil der Bevölkerung hat seinen Krieg gegen die Drogen unterstützt. Er war extrem populär. Er wurde nach seiner Verhaftung zum Bürgermeister von Davao nochmals gewählt, obwohl er im Gefängnis saß in Den Haag. Also ein unglaublicher Vorgang. Sein Sohn Sebastian Duterte ist jetzt derjenige, der die Amtsgeschäfte führt. Auch andere Familienmitglieder von ihm sind in der Stadtverwaltung von Davao. Die haben uns sehr freundlich aufgenommen, als wir das letzte Mal dort waren, haben uns da sehr hofiert. Man hat dann sogar in der Presse über uns berichtet, dass dort 20 Deutsche der Stadtverwaltung dem Rathaus von Davao einen Besuch abgestattet haben. Und die sind uns dort Rede und Antwort gestanden. Ich muss sagen, dass die Duterte-Familie und die Marcos-Familie, Marcos wirst du wahrscheinlich kennen. In den 80er Jahren gab es eine Diktatur durch den damaligen Präsidenten Marcos. Jetzt ist einer seiner Nachfahren wieder an der Macht. Die Marcos-Familie ist sozusagen Rivale der Duterte-Familie. Der Homeground sozusagen von Duterte ist Davao. Und diese Rivalität hat auch ganz praktische Auswirkungen. Es ist so, dass zum Beispiel Davao sehr wenig Mittel aus Manila erhält. Da werden Mittel bewusst vorenthalten für Infrastrukturprojekte. Interessanterweise springt jetzt China dort in die Bresche. Frei nach dem Motto Teilen und Herrschen bauen jetzt gerade eine Brücke von Davao auf Samal Islands, also eine wunderbare paradiesische Insel, wo auch ein paar sehr schöne Resorts sind. Wenn ich sage, die bauen das, die haben das Geld dafür gegeben und das wird mit chinesischen Maschinen und chinesischem Material gebaut. Aber wie gesagt, die Arbeiter sind natürlich Einheimische und ein paar Chinesen, aber hauptsächlich Einheimische. Nur dieser Rivalität ist es zu erklären auch natürlich, dass Duterte unter sehr seltsamen Umständen dann ausgeflogen wurde nach Den Haag. Da gab es keinerlei Verfahren in den Philippinen gegen ihn. Und natürlich muss man sehr aufpassen, wie man das bewertet. Natürlich finde ich es problematisch, wenn dort willkürlich Menschen einfach erschossen und ermordet werden. 100%ig, das kann man auf keinen Fall gutheißen. Aber man muss natürlich sagen, die Philippinen sind nicht Deutschland. Die Philippinen sind nicht die EU. Die Philippinen sind ein Entwicklungsland. Dort gibt es ganz andere Standards. Sie haben auch eine ganz andere Geschichte. Die natürlich als Volk, als Land, als Kultur auch ganz anders entwickelt, als wir das in Deutschland sind. Das heißt, es dort die gleichen Standards anzulegen, wie wir das tun, wenn der Erfahrungshorizont dieser Menschen ein komplett anderer ist, ist natürlich der totale Hochmut. Jetzt sich anmaßen zu können, als der Westen einen gewählten Präsidenten, der auch heute noch Jahre nach seiner Amtsführung sehr viel Unterstützung im Volk genießt, dass man sich anmaßt, diesen aufgrund seines innenpolitischen Vorgehens, so stark man das natürlich auch kritisieren kann, ja, jetzt vor dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag vor die Anklage zu stellen, das halte ich natürlich für komplett absurd. Das halte ich für Neokolonialismus. Das halte ich für komplett anmaßend. Natürlich hat der Europäische Gerichtshof in Den Haag schon auch seine Wichtigkeit. Vor allen Dingen, wenn es darum geht, Verbrecher zum Beispiel für Kriegsverbrechen zur Rechenschaft zu ziehen, die andere Länder angegriffen haben. Aber jetzt jemanden wie Duterte vor Gericht zu stellen wegen innenpolitischer Vergehen, das ist meiner Meinung nach völlig deplatziert. Wie gesagt, ich möchte nicht rechtfertigen, dass dort Unschuldige gestorben sind. Das kann nicht gut sein. Es gibt natürlich auch in den Philippinen viele Stimmen, die sich hier ganz klar gegen Duterte positioniert haben. Unter anderem zum Beispiel auch die katholische Kirche. Weil natürlich viele der Getöteten arme Leute waren. Leute, die in Slums leben, die sich nicht wehren können, die keinen Anwalt haben, für die sich niemand einsetzt. Das kann nicht gut sein. Auf der anderen Seite muss man sehen, welches Leid, welcher Schaden der Drogenkonsum und Drogendealer über dieses Land gebracht haben. Über viele Länder bringen. Wir sehen ja gerade, was in Mexiko passiert, in Jalisco, in Guadalajara, wo man einen Drogenbaron ausgeschaltet hat. Und jetzt verüben die Drogenkartelle Rache, greifen den Flughafen an, greifen die Stadt an, verschiedene Städte in der Gegend an. Natürlich bringt der Drogenhandel entsetzliches Leid über die Menschen und dass dort ein Präsident kompromisslos dagegen vorgeht, da darf man sich nicht wundern, dass das in der Bevölkerung für sehr viel Zustimmung sucht. Weil im Grunde genommen in den Philippinen und in anderen Ländern sehr viele Familien darunter leiden, dass Familienangehörige drogensüchtig sind, an einer Überdosis gestorben sind oder
eben durch Drogenkriminalität gestorben sind. Ich kenne jetzt dazu ehrlich gesagt die Opferzahlen nicht, aber für viele ist dieser Drogenkrieg, so schrecklich er auch sein mag, das kleinere Übel, weil natürlich jetzt gesamthaft die Philippinen, ähnlich wie es davor mit Davao passiert ist, von der Bevölkerung, wenn du den Mann auf der Straße fragst, ja, als sicherer und als lebenswerter für ihre Familien, für ihre Kinder eingestuft werden. Wie gesagt, ich will das nicht gutheißen und der hat ja auch alle möglichen überzogenen Statements gemacht. Er hat sich da mit Hitler zum Beispiel verglichen. Aber das sind natürlich auch nur einfach große Sprüche. Er hatte dieses Macho-Image gehabt. Also das würde ich jetzt nicht so hundertprozentig ernst nehmen. Das heißt, selbst wenn es das Land zu der Erkenntnis kommt, dass man Duterte zur Rechenschaft ziehen muss, ja, für die Verbrechen, die er begangen hat, dann wäre das etwas, das in den Philippinen passieren müsste. Also dort müsste er vor Gericht gestellt werden. Nicht irgendwo in Den Haag oder sowas. Und jetzt aus westlicher Sicht zu sagen, naja, ihr seid ja viel zu blöd, um den anzuklagen und der hat dafür gesorgt, dass er nie angeklagt wird, das wird nie passieren. Okay, gut, dann muss man das respektieren. Also die westlichen Länder haben ja immer wieder das Problem, dass sich in die Angelegenheiten gerade von ärmeren Ländern einmischen. Wir haben das in verschiedenen Kriegen gesehen, sei das in Afghanistan, sei das in Irak, sei das in Syrien, sei das in Libyen und meistens mit katastrophalen Folgen, die die Situation dann in den meisten Fällen noch verschlimmern. Davon müssen wir wegkommen und deswegen finde ich diese ganze Kampagne hier gegen Duterte aus Sicht des Internationalen Strafgerichtshofes völlig falsch und ich unterstütze sie überhaupt nicht, auch wenn ich, und ich sage es nochmal und ich habe es schon zigmal in diesem Video gesagt, natürlich die Tötungen von Unschuldigen nicht gutheißen kann und nicht gutheißen werde. Aber ich kann sie eben in dem Kontext dieses Landes, das ich relativ gut kenne, verstehen. Was aber nicht heißt, dass ich es rechtfertige. Aber ich kann es nachvollziehen. Und da müssen wir wirklich als der Westen, wenn man es mal so sagen will, ein bisschen von unserem hohen Ross abrücken und uns mit unseren eigenen Problemen beschäftigen. Davon haben wir bei Gott genug. Vielleicht könnten wir uns sogar bei Duterte eine Scheibe abschneiden in mancher Hinsicht, was das Vorgehen gegen Kriminelle anbelangt. Natürlich meine ich damit nicht, dass man jetzt willkürlich irgendwelchen Drogendealer erschießt, aber dass man ein bisschen härter mal dagegen vorgeht, dass man ein bisschen mehr Law and Order hat, ja, das sollte man schon diskutieren können. Und das hat ja dann für die Bevölkerung auch ganz praktische Vorteile und Auswirkungen, wie es eben auch in den Philippinen, gerade in Davao City, für die Bevölkerung sehr positive Auswirkungen hatte, dass Duterte dort aufgeräumt hat, bevor er eben Präsident wurde. Und das Wichtigste für uns ist, wir können ein Land wie die Philippinen und was dort innenpolitisch vorgeht, nicht vor dem Hintergrund unserer eigenen moralischen und historischen und rechtlichen Standards beurteilen. Das geht überhaupt nicht. Das ist absolut unfair und führt zu einer Verzerrung dessen, was Gerechtigkeit eigentlich wirklich ist. So, ich möchte dich an dieser Stelle einladen, dir vor Ort selbst ein Bild von den Philippinen zu machen. Wir haben ja schon viele Videos zu den Philippinen gemacht. Egal, ob du dir da etwas als Hauptwohnsitz aufbaust oder nur noch einen Plan B-Wohnsitz suchst. Die Philippinen sind dafür aus meiner Sicht hervorragend geeignet. Aufgrund des amerikanischen Einflusses, den ich ja schon vorhin angesprochen habe, ist die Amtssprache Englisch. Man muss da nicht also eine asiatische Sprache lernen. Die Menschen sind unheimlich freundlich und offen, alles ist sehr darauf eingestellt, hier Business zu machen. Jeder wird dich willkommen heißen, jeder wird dich unterstützen. Jeder wird dir das möglich machen, was du dort machen möchtest. Es gibt da kein kompliziertes Visasystem. Du kannst dort visumsfrei bis zu 3 Jahre leben. Man kann da natürlich ein Investoren- oder ein Rentnervisum beantragen, was dann natürlich nochmal eine andere Gewichtung hat als ein Touristenvisum. Steuerlich höchst attraktiv. Ausländer zahlen grundsätzlich auf ausländische Einkünfte keine Steuern. Sehr günstig. Wir mieten da Wohnungen an für Mandanten zwischen $150 und $500. Vielfach kann man die Wohnungen noch weiter vermieten über Airbnb zum Beispiel. Das macht die Hausverwaltung für dich, da musst du dich um nichts kümmern. Das heißt, vielfach werden dann auch die Unkosten wieder reingeholt über solche Mieteinnahmen. Die Philippinen nehmen nicht am automatischen Informationsaustausch teil. Sie sind zum Beispiel eine super Basis, wenn du in Hongkong oder in Singapur ein Konto eröffnen möchtest. Da bist du als jemand, der in den Philippinen wohnt, sehr gerne gesehen. Wir besorgen dir außerdem den philippinischen Führerschein, eine Steuernummer, eine Meldebestätigung der Gemeinde, ein Schreiben der Finanzbehörde, dass du dort steuerlich registriert bist. Und für das alles musst du, wenn du willst, nicht mal in die Philippinen kommen. Wir können das alles für dich komplett remote machen. Wobei ich dir natürlich empfehlen würde, dorthin zu kommen. Gerade in Davao ist die Natur wunderschön. Ich habe es schon mehrfach hier gesagt. Tauchen und Schnorcheln ist so gut wie in den Malediven. Es ist nur 70% günstiger. Es lohnt sich auf jeden Fall, sich das mal vor Ort anzuschauen. Wenn wir das vorbereiten, können wir viele der hier angesprochenen Punkte innerhalb einer Woche erledigen, wenn du zum Beispiel dort unser Seminar besuchst. Das heißt, wir können die ganzen Dokumente im Original innerhalb von einer Woche beschaffen, sodass du dann dort abreisen kannst, das Land kennengelernt hast, eine tolle Zeit hattest, viele Gleichgesinnte getroffen hast und dann auch noch dein Setup entsprechend vorbereitet ist. Je nachdem, wann du dieses Video anschaust, kannst du den Early Bird Discount, den Frühbucherrabatt für unser Seminar verwenden. 15% Discount mit dem Rabattcode DAVAO15.
Ich packe das aber auch nochmal in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Wenn auch du übers Auswandern nachdenkst, egal ob in die Philippinen oder woanders hin, können wir dich natürlich gerne dabei unterstützen. Ich habe Deutschland vor 25 Jahren verlassen. Seit 20 Jahren helfen wir Mandanten dabei, sich im Ausland steuerlich optimiert, aber gleichzeitig rechtssicher aufzustellen. Kontoeröffnungen, wir helfen mit zweiten Staatsbürgerschaften, Firmengründung, Vermögensdiversifikation. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.